Hallo Freunde der Sonne, ich bin Rhino und ich behaupte, dass ich mit einem Solarmotorrad eine Weltreise machen kann. Heute ist Tag 64 meiner Weltreise und ich bin im Süden von Portugal. Zusammen mit meinem Reisegefährten Solovino möchte ich mit ausschließlich erneuerbar erzeugter Energie Bangladesch erreichen. In der letzten Episode hatte ich meinen ersten Sturz und dabei wurde die Halterung von Solovinos Sitz beschädigt. Jetzt muss ich erstmal das wieder hinbekommen. Tonight I'm going on a road trip, I'm packing my bags, I feel so good, I'm going to this place that's called love, where people get from the abundance. I'm ready for a change, I'm packing my bag cause it's no game, the love road it better be empty, cause I'm gonna tell us speed limits. On the road to love, I saw a rhino. It would not get up, so I hugged the Wouldn't have to go, wouldn't have to go. There's a rhino on the road. Nachdem ja jetzt neulich bei meiner ersten Probefahrt das Motorrad umgefallen ist, habe ich leider zwei Probleme. Zum einen ist hier an der Boxbefestigung einfach die Halterung gerissen. Hier sollte eigentlich keine Bewegung sein. Und zum anderen hatte sich dieses Kabel hier so ein bisschen verdreht. Das hier. Ich habe es jetzt mal wieder gerade gedreht, aber das kann irgendwie auch nicht ganz richtig sein. Und dann gibt es noch ein elektrisches Problem. Und zwar dieser Knopf hier, der eigentlich dafür da ist, im Menü zurück in die letzte Ansicht zu kommen. Ja, der funktioniert einfach gar nicht. Außerdem kann dieser Knopf, wenn man ihn lange drückt, eigentlich dieses Deckelfach hier öffnen, was er aber nicht tut. Aber dann, nach einem Moment, ich halte den Knopf nicht mehr, kann jetzt einen Moment dauern, macht einfach randomly dieses Deckelfach auf. Ja, eigentlich. Die letzten 15 Male. Jetzt nicht. Da, hier, habt ihr das gehört? Zack, offen. Dafür auch eine gute Nachricht, bei der Sonne kann ich tatsächlich mit 700 Watt aktuell, vorhin waren es auch schon über 1000 laden. Das heißt dann, wenn ich jetzt hier bin für die nächsten Stunden, kann ich es so regulieren, dass so viel rausgeht, also rein ins Bike und trotzdem noch genug drin bleibt, dass ich heute Abend meine anderen Geräte laden kann. Der Ingenieur, mit dem ich die Kiste zusammengebaut habe, bei Lorenz Schneider, der hat mir empfohlen, jetzt 10.9er Stangen zu nehmen. Die kriege ich aber in Portugal nicht. Jetzt werde ich mal die verbauen und dann schauen wir mal, wie viele Stürze das dann aushält. Die andere Seite ist auch gebrochen. Just in dem Moment ist die andere Seite auch gebrochen, nachdem ich die Spanngurte, die ich normalerweise zur Sicherheit dabei habe, weggemacht habe. War jetzt wohl auch auf der Seite noch so viel Druck, dass das jetzt auch gebrochen ist. Ich muss schon sagen, macht alles in allem einen deutlich stabileren Eindruck.
Weil ja der Set-Knopf auch kaputt ist, habe ich jetzt mal hier das Knopfgehäuse auseinandergenommen. Und ich weiß nicht, ob es der Übeltäter ist, aber wir haben noch ein Foto. Da sitzt eine Spinne drin. Sich da gut eingenistet. Aber eigentlich nicht an dem Kabel, das den Knopf betätigt. Ja, mal schauen. So, der Sitz ist stabil. Jetzt kann Vino auch mal Probe fahren. Zurzeit ist mein Lager in der Nähe einer Natur-Retreat-Community bei Algesur. Und mit denen habe ich eine Abmachung. Ich bekomme kostenlos Mittagessen und darf an allen Aktivitäten wie Breathwork, Sauna und Yoga teilnehmen. Dafür helfe ich 4 Stunden am Tag bei anstehenden Arbeiten, wie hier im Garten. An manchen Tagen strahlt die Sonne so gut, dass ich das Motorrad in etwa 16 Stunden vollladen könnte, wenn ich die Solarpanels richtig positioniere. Das reicht dann für etwa 270 Kilometer. An anderen Tagen ist dafür kaum etwas zu gewinnen. Wie sehr ich auf meiner Reise vorankomme, wird also oft auch wetterabhängig sein. Und noch habe ich ja den Van, der mir während der Ladezeit für Ausflüge zur Küste zur Verfügung steht. Doch auch der hat seine Nachteile. So, jetzt machen wir uns mal auf den Weg zu unserem Zeltplatz und wie man hier unschwer erkennen kann, der Weg wird interessant. So far so good. Ja, jetzt wird es jetzt wieder spannend. Aber wir müssen auf blind einfach mal durchfahren. Das ging leichter als gedacht. Jetzt geht aber gleich der Berg richtig los. Das wird unangenehm, wenn wir überhaupt hochkommen. Das ist jetzt die große Frage aller Fragen. Ah, da ist viel gefallen. Oh. Kritisch. Übergangssorgen um dieses Auto. Ei. Einmal komplett durchgeschüttelt. Und wir sind noch nicht ganz oben. Aber hier kann ich, glaube ich, gut durchmanövrieren.
Aber wir haben es geschafft. Wir sind fast oben. Hier kommt nochmal eine krasse Stelle. Ich kann jetzt aber ein bisschen langsamer fahren. Kann halt auch nicht zu langsam den Berg hochfahren. Ja, ein bisschen unnötig jetzt damit gleich morgen, übermorgen wieder runterzufahren, um es dem vielleicht Käufer zu zeigen. Naja, müssen wir dann wohl machen. Im Wagen ist zum Glück nichts kaputt gegangen. Trotzdem freue ich mich nicht unbedingt darauf, den Van da wieder runterfahren zu müssen. Anders sieht es mit meiner Energica aus. Ich möchte sie weiter auf den holprigen Straßen testen und Vino wieder ans Motorradfahren gewöhnen. Das hat er nämlich seit Südamerika kaum noch gemacht. Ja, fein. Good boy. Ja, so ein paar Sachen muss er auf jeden Fall wieder ein bisschen üben. Auf- und Absteigen läuft noch nicht so gut. Fahren läuft super. Ich merke, dass der Hund drauf ist, dass er sich mitbewegt. Das muss ich mich auch wieder dran gewöhnen, aber das funktioniert auf jeden Fall. War eine sehr gute erste Fahrt hier Offroad auch. Offroad, bisschen übertrieben, aber auf Gravel Roads. In Deutschland bin ich bei der Probefahrt immer nur auf der Straße gefahren. Und hier mit den Schlaglöchern ist schon ein anderes Kaliber, aber wir kommen gut durch. Ich bin soweit sehr zufrieden mit dem Setup. Mal schauen, wie das Ganze dann ist, wenn das volle Gewicht drauf ist. Das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer dann. Aber bis jetzt merke ich auf jeden Fall schwereres Bike als früher. Deutlich schwerer. Aber macht auch echt viel Spaß. Was sicher ist, ich brauche auf jeden Fall eine Offroad-tauglichere Bereifung, also bessere Stollen, dass ich nicht bei jeder kleinsten Schlammpfütze oder Stück nassem Gras einfach wegrutsche. Das ist schon ein unangenehmes Gefühl, gerade bei dem Gewicht. Auf der Straße läuft die Energica ohne Probleme und wir können die Straßen in vollen Zügen genießen. Doch als es wieder auf die interessanteren Straßen zurück Richtung Lager geht, merke ich wieder, wie sehr ich geländetaugliche Reifen brauche. Again the water. Diesmal bin ich aber scheiße festgesteckt. No problem. Es ist also wieder soweit. Mein Motorrad liegt im Dreck und ich darf es irgendwie wieder auf die Räder bekommen. Aber dieses Mal wird es nicht so leicht wie beim letzten Mal. Problem ist, ich schiebe das Bike weg während der ganzen Aktion. Okay, let's see. Maybe Stein.